Hey, herzlichen Dank für Ihre Teilnahme am Webinar. Kurse selber machen ist das Thema, aber eben nicht Unterschlupf suchen bei All-Inclusive-Anbietern. Heute kochen wir unsere Kurse selbst mit besten Zutaten. Dazu will ich Ihnen erste Einblicke geben in meine Lösung. Kurse selber machen mit dem Content Management Webplication. Warum und wie? Nummer 1. Schauen wir uns heutige Learning Management Systeme an, so haben diese meist eine Gemeinsamkeit, die richtig teuer werden kann. Das ist die Kontrolle oder das Monitoring des individuellen Lernfortschritts. Die Lernenden können sehen, wie weit sie gekommen sind. Das wird ihnen dann farblich markiert gezeigt oder mit Häkchen visualisiert. Und der Lehrer und die Admins der Software sehen es auch. Das ist in meinem bisherigen System so. Das ist überall so. Solange Online-Angebote nur vorbereitend und begleitend zur Live-Kommunikation eingesetzt werden, die können im Seminarraum stattfinden oder live online, im Umfang aber überwiegend, ist das in Ordnung. Dann kann es auch eine Lernfortschrittskontrolle geben. Handelt es sich aber um Selbstlernkurse, bei denen keine Live-Kommunikation mit dem Dozenten vorgesehen ist, dann greift das Fernunterrichtsschutzgesetz Fern-USG, wonach solche Angebote mit beiden Merkmalen, also überwiegend zum Selbstlernen und mit Lernfortschrittskontrolle, eine Zulassung als Fernlehrgang benötigen. Zu erlangen nach mehrmonatiger Prüfung durch Gutachter für bis zu 4-stellige Beträge pro Kurs bei der Zentralstelle für Fernunterricht ZFU. Das ist die Gesetzeslage in Deutschland. Um dies zu vermeiden, müsste jede Form der Lernfortschrittskontrolle aus dem Kurssystem entfernt werden. Das ist natürlich unmöglich, solange es Bestandteil der Software solcher Programme ist. Zu Recht möchten die Anbieter und Vertreiber von Kursen wissen, wie viele oder wie wenige ihre Lektionen von den Einzelnen genutzt werden. Auch wenn den Nutzern nicht sichtbar angezeigt wird, wie viel sie von dem Kurs bereits absolviert haben, findet im Hintergrund eine individuelle Messung statt. Das Lernmonitoring ist also immer irgendwie vorhanden. Mit dem professionellen Content-Management-System Webplication habe ich mich aus dieser unangenehmen Situation befreit. Das können Sie genauso machen. Ich habe einfach mit den vorhandenen Werkzeugen dieses CMS ein LMS, ein Learning Management System, daraus gemacht. Es ist wirklich so einfach, dass man von selbst gar nicht drauf kommen mag. Webplication kann CMS und LMS in einem. Ich zeige Ihnen das gerne kurz am Beispiel einer Lektion aus einem meiner neuen Selbstlernkurse. So sehen die Kursangebote jetzt aus. Eine Übersicht, von der aus man per Mausklick auf eine Beschreibungsseite gelangt. Zum Kurs geht es mit dem blauen Button. Dies ist nun die Startseite eines meiner Kurse. Am Ende kann man bezahlen, um sich dafür anzumelden. Man kann sich den Kurs auch erst einmal anschauen. Alle Lektionen sind auf der Seite verlinkt. Wenn man nun eine beliebige Lektion aufruft, dann sieht man nur einen kleinen Einleitungstext und anschließend den Hinweis, diese Lektion kann nur von eingeschriebenen Teilnehmern genutzt werden. Wer den Kurs gebucht hat, geht einfach oben rechts auf Login und loggt sich wie ich jetzt mit seinem registrierten Benutzernamen und Passwort ein. Kaum eingeloggt, sehe ich die komplette Lektion und natürlich nicht nur diese, sondern alle Lektionen dieses Selbstlernkurses. Was jemand als Benutzer nun abruft, kann ich als Redakteur des Kurses oder als Admin der Software nicht mehr kontrollieren. Selbst wenn bei dieser Lektion 4.5 eine kleine Quizfrage im Video von einem Benutzer beantwortet wird, sieht das nur er selbst und es wird nicht gespeichert und nicht seinem Namen zugeordnet. Ich mache das jetzt mal eben und klicke auf irgendeine Antwort, prüfe und sehe ein Ergebnis. Jetzt lade ich die Seite neu, das dauert einen Moment. Dann gehe ich wieder an die gleiche Stelle im Video und sehe, das Neuladen, also somit das Verlassen der Seite, löscht mein vorheriges Ergebnis. Und niemand,
Auch ich nicht, wenn ich mich mit meinem Admin-Zugang einlogge, kann auf der Seite oder sonst wo sehen, wer da vielleicht gerade irgendwo unterwegs ist und mit welchem Ergebnis. Denn die Zugänge für die Lernenden sind nur die von öffentlichen Benutzern, wie das in Webplication heißt. Die können keine Spuren auf den Seiten hinterlassen, weil sie nur Leserechte haben. Das eingebettete Video mitsamt Test ist nur per iFrame eingebunden, es liegt woanders. Und die von h5p.org verwendete Quiztechnik speichert auch nichts, weder hier noch dort. Eine individuelle Lernüberwachung oder Lernfortschrittskontrolle ist mit diesem System also nicht mehr möglich. Und ich bin froh, dass ich mein Problem damit gelöst habe. Das brauchen Sie auch? Wenn Sie mehr wissen wollen, schauen Sie sich um auf kurse-selber-machen.de. Hier erfahren Sie mehr und hier können Sie mir eine E-Mail senden oder auch mit mir einen Online-Termin reservieren. Gerne bis dahin.